Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Honkai Star Rail. Das letzte Mal konnte man wegen einem nicht mehr ziehen. Halt, warte, erst einmal noch die Erfolge. Was habe ich da für einen Erfolg? Besiege insgesamt 18 Gegner mit Dot. Okay. Ich habe vergessen, was Dot heißt. Mir egal. Das müssen wir auch noch schnell einsammeln. Zack, zack. Dann Nachricht machen wir dann. Shop. Wir können uns da einen holen. Wir haben 9. Ich meine, wir können auch 2 holen, aber wir brauchen jetzt halt unbedingt 2. Warp? Hatte ich da noch irgendwas? Nee, da waren es 0 und da waren es 10. Okay. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ah, warte, wir können uns trotzdem noch 10 holen. Ich habe die Level 15er Ding noch nie einkassiert. Ah ja, und ich habe übrigens gemerkt, dass Hook ja ein Mädchen ist. Schwertkampf. Ah, das ist die eine. Aber 2 Vierer. Was? 3 Vierer Sachen? Du willst mich doch gerade verarschen, oder? Alter Junge, da gibt es noch 3 Vierer Sterne Charaktere, die ich nicht habe. Wie kann das sein, dass ich die 2-mal kriege? Eigentlich 4-mal jetzt schon. Und den Hook habe ich halt auch schon 3-mal bekommen. Ihr wollt mich doch alle veräppeln, oder? Warte mal, wo war das? Ah, ich hab's vergessen. Hier nicht, ne? Nee. Was ist das da? Wo war denn das? Da oben? Auch nicht. Ne, Reiselok war's, ne? Oh, ich hab schon geholt. 625 gewesen. Ups. Was ist hier eigentlich? Gespann des Kaisers permanent. Da muss ich die Mission abschließen. Das ist das Testing gewesen. Da muss ich noch ein hartes laden. Da weiß ich, sie ist halt auch so ein 4-Sterne-Charakter. Die habe ich halt auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal kurz zu den Figuren gehen. Aufsteigen? Achso, ja. Da, Eidolon. Alter, ist das euer Ernst, dass ich jetzt die 2-mal bekommen habe und dass ich es jetzt auf 3 habe? Fertigkeitsstufe plus 2 bis zur Maximalstufe 15. Ultimate gewährt Verbündeten, deren LP-Prozentsatz 30% und niedrig ist, für eine Runde kontinuierliche Heilung. Ha. Lustig, lustig. Eigentlich könnte ich die jetzt ja alle auf... Achso, ja, einen Hookie habe ich auch noch. Hookie die Hook. Habe ich von dem nicht auch schon? Ja, 1 habe ich schon, ne? Okay. Jetzt testen wir mal erstmal den Figurenaufstieg. Wir haben sie. Sie ist bisher für mich eigentlich, finde ich, echt super beim Aufsteigen. Let's go. Jetzt können wir sie auf 30 schmeißen. Ich habe da 194, ich habe meine Daily-Dinger gemacht. Wie war das mit dem Lichtkegel? Der LP-Prozentsatz des Trägers niedriger als 80% wird seine Crit-Rate um 15% erhöht. Stimmt, das ist gut bei ihr, weil ich sie ja zum angegriffen werden, wobei ich aber immer ein Schild benutze, ne? Das sollte ich dann immer bedenken. Was hätte ich denn hier sonst noch? Bloß das da noch. Oh ja, ich habe da noch eins so eins, ne? Verursacht 20% zusätzlichen Schaden an allen Gegnern, der LP-Prozentsatz über 50 liegt. Schaden des Trägers durch Standardangriffe und Fertigkeiten um 20. Wäre das vielleicht sinnvoll? Das ist mit der Crit-Rate. Wie hoch ist die Crit-Rate von ihr eigentlich? Wo sehe ich das? Crit-Rate 5%. Wie kriege ich hier die Crit-Rate eigentlich hoch? Was ist das da? Oh, Aufstiegsbelohnung. Cool. Gibt's hier auch? Weil hier gibt's ja keine Bonus-Dinger, ne? Die haben eine vorgegebene Crit-Rate meistens. 5, 5. Achso, die haben alle 5. Wenn ich jetzt da Verstärken mache, aufsteigen kostet das da. Ist das bloß die Frage, will ich das so aufsteigen? Bei ihr ist es halt, ich greife mal alle an. Der wird den verursachten Scheißträgers durch Standardangriffe und Fertigkeiten um 20. Ich bin mir echt unsicher, ob ich den nehmen soll.
Wobei, warte mal, wenn ich das... Achso, jetzt habe ich es gewechselt, ne? Ja. Oh, war jetzt das? Wechseln wir das erst nochmal zurück. So, machen wir mal so. Verstärken. Bündeln. Erhöht den verursachten Schaden des Trägers durch Standangriff und Fertigkeit um 35%. Das ist schon viel, ne? Ein Drittel mehr? Das machen wir jetzt einfach. Wir stufen jetzt das Ding hoch. Alter, wir haben genug von dem Zeug, Alter. Das mache ich jetzt einfach. Ob es Schwachsinn ist, ist mir egal. Von dem Zeug habe ich auch massig, sehe ich gerade. Machen wir mal so. Und den Rest machen wir dann so. Und auf die nächste Stufe komme ich eh nicht, weil zerbrochene Klinge fehlt. So, dann wechselt sie jetzt auf. Wo ist denn das? Das da. Wechselt. Okay, sie hat jetzt das da. Die könnten wir jetzt auch aufsteigen lassen, ne? Also ihn auf jeden Fall. Er ist unser... Ah, er braucht auch die Dinger bloß. Sehr gut. Sieben, 8. 10. So. Details. Achso, ja, krieg ich jetzt auch ein, ne? Und sie mag ich wie ich am Schild. Ich meine, man kann ja das alles wiederholen. Das ist ja eigentlich voll wurscht, was wir jetzt hier machen. Und wir ziehen halt dann auch mehr ab. Das ist schon mal... Lichtkegel. Erhöht den Verteidigung des Trägers um 16%. Erhöht nach Kampfeintritt den Schadenswiderstand aller Verbündeten um 8. Effekte desselben Typs sind nicht stapelbar. Verstärken. Bündeln hat sie nichts, ne? Nee. Hochstufen. Ist auch erst auf 19, sehe ich gerade. Ich will mir nicht zu viel davon verwenden, wenn ich von dem anderen so viel habe. Wir haben eigentlich bisher dann nur noch sie auf normal. Aber hier bin ich mir nicht sicher, ob ich sie nicht austauschen will. Aber bisher mit Feuer ist sie relativ gut, aber ich glaube, wir machen einfach mal dann so weiter. Weil dann lassen wir jetzt hier zu lang mit Upgraden und so einen Scheiß machen. Was ist hier bei Guide? Achso. Aktivierte die 4-teiligen Effekte der Relikte. Oh ja, den Käse mit Relikten habe ich ja auch noch, ne? Was war denn das? Oh ja, das habe ich auch noch. Ein Versprechen, kein Befehl. Nach Einsatz des Ultimates, den von Clara den Schaden zusätzlich um 15% erhöht, stark. Für 2 Runden die Chance, von Gegnern angegriffen zu werden. Außerdem wird Konter verstärkt, wird ein Verbündeter angegriffen. Klar dabei. Was schaut's hier aus? Fügt ein Gegner physischen Schaden in Höhe von 60% von Claras Angriff zu. Gegner mit Starbucks Kontermarkierung. Allein zusätzlich physischen Schaden in Höhe von 60%. Clara hat 10% weniger Schaden, markierte Gegner. Die Gegner angreifen mit Kontermagie. Markierung und führt einen Konter aus, der physischen Schaden. Ja, dann müsste ich erst das machen, damit das da überhaupt Sinn macht, ne? Achso, das habe ich schon. Ja, egal. Aber was war jetzt das mit diesen Artefakten eigentlich? Stimmt, das habe ich komplett vergessen eigentlich, nur dass ich das habe. Inventar. Da. Zweiteilig erhöht Verteidigung um 15, erhöht den Träger gewährte Schildmenge um 20. Was? Ja, aber wie? Was? Wo kann ich denn die ausrüsten? Beim Lichtkegel? Nein. Spur? Nein. Eidolon eher auch nicht, ne? Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich das ausrüsten kann.
Ähm. Oder wird mir das noch gezeigt? Was wolltet ihr jetzt eigentlich von mir? Wisst ihr etwas über eine reiche Denkweise? Nee, machen wir später. Also wir machen jetzt erst was, sonst machen wir hier gar nichts mehr. Ah ne, wir sind ja auf Chariot 4. Felsenstadt. Go. Don't worry, Mr. So. Also, davon wartet die Seele, ach, keine Ahnung. Seele. Hey, you came. That was fast. Was macht Mildfeuer in der Mine? In welche Schwierigkeiten es wird Feuer geraten? Didn't I tell you? Long story short, the underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. But with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Mines are our lifelines in the underworld. We have to keep providing geomarrow to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Kannst du das nochmal wiederholen? Ne, verstanden, los geht's. As for you, the Chief will decide your fate when we see him. Good. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. You're about to come face to face with reality. So, jetzt haben wir 3 auf 30, eine auf 20 und 3-mal Angriff auf hoch. Und sie ist stärker im Angriff. Isn't that the doctor lady? What's Natasha doing here? This must be worse than I thought. Oh, warte, ich kann da hoch. Hey, where are you going? Oh. Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Hey, Zila and Sampo's guests. So it looks like you've already met. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Diese Leute? Miners and their family members. They want an explanation from the instigators. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. I heard that many were injured in the clashes, so I hurried over here to see if I could help. How could the situation here become such a mess? I heard that First Mining Team found a geomarrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. Den Erzadler sollte denen gehören, die sie entdeckt haben. As it happens, that's exactly the law we have down here. But the vagrants have their own custom. See it, share it. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? They're here because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Of course we want to help.
We care about other people too, you know. Das klingt nach einem Ferntausch. Wir sind hergekommen, um zu helfen. Oh, that's quite nice of you. So sehr ich hier Aussehen eigentlich so vom Style eigentlich auch mag. Diese dämlichen Ostereier, die sie da dran hat, Alter, die schauen einfach nur doof aus. Die stören mich voll, die lenken mich voll ab. I believe we're dealing with kind-hearted people here, Zila. As you've all seen, the situation down here is, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Ja, lass mich mal machen. Ah, ich hab's nicht freigeschaltet, noch nicht. Attribute bitte zusätzliche Buffs, wenn der Träger ein komplettes Set ausgerüstet hat. Aha. Ah. Hä, nein, ich will das da haben. Ja, okay. Können Figuren einen Attributsbonus gewähren. Rüste das Relikte ausrüsten. Hände. Ausrüsten. Erhöht Verteidigung, erhöht den Träger gewährte Schildmenge um 20. Wechseln. 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 Also das ist dann... Nee, das sind im Prinzip die Artefakte einfach, ne? Artefakte sind jetzt Relikte. Was kostet das zum Upgraden? Oh, hier kommt es wahrscheinlich mit dem Crit ins Spiel, ne? Also das bringt, erhöht den Angriff um 12. Die Schwierigkeit des Trägers um 6% und den Schaden von Standangriffen um 10. Oh ne, das ist ja dann eigentlich besser für sie, ne? Ja, dann sollten wir eigentlich das für sie nehmen, mehr Schaden. Und das andere für sie nehmen, mehr Verteidigung. Wo ist das da? Planer, was für Dinge? Planarornamente. Ah, okay, sind nach dem Abschluss der Trailblaze-Mission keine Zeit für mich, mein Freund, verfügbar. Okay. Oh Mann, wir verstärken jetzt das einfach mal. Also entweder kann ich andere Artefakte nehmen, oder... Was macht das? 100. Und das? Mehr. Ein Attribut hinzugefügt. Warte, was? Maximal EP. Kritischer Schaden und Brucheffekt. Plus 2%. Ah. Okay. 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 LP und kritischer Schaden. Ja, was ist denn hier los? Ah ja, und die haben dann auch oben dann andere Attributdinger, ne? Das ist LP, das ist Angriff. Angriff, LP. Ja, also wir verstärken sie jetzt einfach, soweit wir können. Da hauen wir einfach alles weg. Hä? Ach, das ist ein grünes und das ist ein blaues. Ah, aber wir machen trotzdem nur plus Level 6. Natürlich, jetzt taucht Verteidigung auf. Leck mich, Spiel, leck mich. Niemand braucht Verteidigung, niemand. Kritisch, Effekttrefferrate. Alter. Das ist ein kritisches... Wie weit haben wir jetzt bei ihr das mit kritisch geschafft? Hä? War das? Oh, kritischer Schaden. Kritischer Schaden. Oh, hier Ärsche, Alter. Ich war jetzt immer bei anderem Crit. Höhlenrelikte. Höhlenrelikte sind geisterhafte Ausrüstungsgegenstände, die durch den Fragment konserviert und rekonstruiert wurden. Sie sind die Attribute, bla bla bla. Außerdem kannst du die Höhlenrelikte und auch effiziente Art erhalten, wenn du die Höhe des Korridors herausforderst. Ah, das ist jetzt das, wo mir gefehlt hat. Oh, aber ich hab's noch nie. Doch hier? Nee. Goldene Knospe, Schätze. Okay, achso, da geht's um Kohle, Upgrading und Upgrade für Figuren. Cool. Cool, cool, cool. Darf ich jetzt doch... was ist das?
Kurzversion, Berge bei der Wochenausgabe. Jetzt müssen wir erstmal nach dem Wichtigsten schauen. Gibt's hier Mülltonnen? Nix Schmarre. The giant ore vein. The one they discovered. That must be where the clashes are centered. Come on, let's get to higher ground and take a look. Standard Shade 5 Schild, bla bla bla, okay. That person up ahead, is he asleep? Let's head up and take a look. He might need help. Hey, was geht? Okay, der schläft Falling wirklich. asleep in a place like this. Impressive. Hey, wakey wakey. You'll get mushrooms growing on your head. Wakey, wakey. What? Mushroom bread? I can't see it on the menu. Miss Seela! Have you got a death wish or something? How can you sleep here? Get back to safety and take shelter. Take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. At the time, I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for Wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Und dann, wohin ist Wildfeuer? Die würden deine Kleider nehmen, die du anhast? You don't know these guys. No moral compass. They'd rob you blind in a flash. It's only thanks to Wildfire that the Great Mine hasn't fallen under their control completely. Speaking of which, where is Wildfire? Did they head further in? Is there a fight happening? It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough, I'll have time for a nap. I recognize that woman. That's Elaine from First Mining Team. Quick, let's get up there and see if she's wounded. Elaine! Are you okay? Are you hurt? Seela, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything. Roboter? Oh, don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. Wo kommen denn plötzlich Roboter her? New challengers enter. About time. Human-only conflicts are so boring. Does anyone know where the robots come from? At first, we thought that a collective fault had occurred in the excavation machines, but then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. Vielleicht spielt da jemand einen Streich. There's no way anyone in the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. Then there's only one possibility. Boss Svarog. Svarog? That name sounds familiar. You remember the robots we defeated in the boxing gym? Oh, Boss Svarog's robots! What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with. Let's go and find some other people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. Seela and the rest of you, be careful. Also jetzt, wenn ich sie nicht locker weghauen. Robots aligned against humans? I've never heard of such a thing. Machines should obey humans. Oh. Is this elevator broken? Why isn't it responding? Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go down there and be a live target for the robots? But if we evacuate, then haven't we lost out? You idiots. We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. This is a perfect opportunity. Oh, good idea. Shameless. Still after the miners, are you? Time to teach you a lesson. Yeah, Menschen kloppen.
Oh, ich habe da die falschen Dinger dabei. Egal. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Spora. Wobei ich das wahrscheinlich gegen die gar nicht einsetzen Told you I could bräuchte. fight. I need to be brave. Eliminating threat. Okay, die waren echt nicht stark. Das würde ich gar nicht machen brauchen. Fleeing at the first sign of danger. That's all they're good for. Huh? What's this? Did those guys leave it behind? Was ist das? Whoa! What the heck? Beep, beep, beep. Searching for potential user. Beep, beep, beep. Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Oh my, it's an alien! Hey, it talks! And it knows that we aren't from this planet? It doesn't seem to be technology from here. Look, it even has an Interastral Peace Corporation logo on it. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler. Beep, beep, beep. Your mom's an antiquity. Was, Alter? Wie das Ding einen beleidigt? Beep, beep, beep. Whatever, whatever. So you aliens know about the Interastral Peace Corporation? That's great. Beep, beep, beep. Self-introduction. I am Richard, the home use object finder. Model information. Version 0.63. Professional model. Annual deluxe package. Nickname? Findy. Das Ding heißt Richard? Wow, was für ein Name für ein Roboter-Ding. A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of products? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to an Interastral Peace Appliances retail store near you for free repair within the warranty period of 232 years, 84 days. Das ist mal eine Garantielänge. 232 Jahre und 84 Tage, Mann. Beep, beep, beep. Alien, please take me to an Interastral Peace Appliances retail store to conduct repairs. What? This fella's already broken. What should we do? Take it with us? Trag schon viel zu viel. Nehmen wir ihn mit, vielleicht er weiß, dass ich das nutze. Beep, beep. Yes, yes, yes. When you need to find something you can't see, just call upon Findy. That's me. Ja, ich dachte, er ist Schrott. Aufzug gesperrt, außer Betrieb. Also kann ich wahrscheinlich erst, wenn es hier oben geregelt ist, runter. Bam. Who invited you? Who will it be? My turn. Oh, der hält schon mehr aus. Annihilate. You're annoying. Stay back, Clara. Fighting is meaningless. Einsammeln. Der Maron-Tunnel bricht zusammen. Kurzversion. Hä? Ah, das ist so ein... Ja. So. Zack. Bitte folgen Anweisungen auf dem Panel und bestellen Sie die Erkundungsfahrt. Hindernis aus dem Weg wurde erkannt, bitte den Weg räumen. Was für ein Weg? Sperrt etwas den Weg des Automatons und macht ihm Platz. Take caution. Oh, der hat die Schwäche nicht. I've no interest in conflict. Aber der. No manners, huh? Told you I could fight. Target threat index lowered. Hindernis aus dem Weg wurde erkannt. Take caution. Hey, what's that commotion? It sounds like there's a big argument happening. Let's get closer and take a look. Achso, er ist jetzt weg.
Wochenausgabe Nummer 192. Hey, hier gibt's Stress, let's go. Cowards and bullies. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? We ain't stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys don't even pretend like you're here to lend a hand. You're lazy. All you want is to profit off our sweat and tears. You don't even try hiding it. Disgraceful. Where does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. Alter, wenn ihr mithelfen würde, würde wahrscheinlich keiner was sagen. Ey, das ist nur eine Blume. It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same boat. Right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget which side brought loaded guns to the party. Whoa, easy. What are you trying to pull off? I'm warning you, wildfire are in the area. Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Unless you're planning on taking a bullet. Hand over... They're getting ready to attack. Those miners are unarmed. You shameless scoundrels! Retten wir I'm sie. going to. We can't let these thugs get away with whatever they like. Wie sie ist dabei? Aha! Sie ist gar nicht dabei. Who Ist do ja we gelogen. have here? Do you know whose territory this is? Ja, es ist mein Territory. Shut it. Isn't your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. Who will it be? My turn. So, jetzt auf die. Annihilate. Zack. Oh, Zila, thank goodness you came. We were nearly, Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you seen Chief Oleg? Oleg? He took a group into the intersection. Said it was to clear off the invading robots. They've been gone for a while now. If Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Seems like the core of this problem is Svarog's robots. Was wollen die Roboter? Your run-of-the-mill robots don't have a will of their own. Their aim is merely Svarog's aim. The boss. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Svarog claims to be a guardian of humanity, while the ownerless robots obey his commands. They've occupied the Furnace Core hub, and they're not letting anyone get close. Nobody knows why Svarog did any of this. He usually doesn't leave the Furnace Core and interfere unless some kind of disorder breaks out in the underworld. Wait, a guardian of humanity? That can command robots? I've never heard of anything like. Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Can you two say anything without quarreling? This isn't the time! It sounds like there's danger waiting for us in the intersection. Can we still get through? Ich will Savok uns eines Schergen treffen. Right. There's unfinished business here. The chief is still down there. It's only a bunch of scrap metal. What are we afraid of? Oh, is Zila starting to appreciate our strength? I'll be honest. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, we wouldn't be so hard-pressed by Svarog. Antonia, can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Yeah, sure thing. But be careful. There are a lot of robots up ahead. Null Problemo.